Die Division hat zu Beginn des Angriffs die Aufgabe, die von den Sowjets im Winter ausgebauten und befestigten Stellungen zu durchbrechen. Dann soll sie so schnell wie möglich der 16. Panzerdivision folgen, die nach Norden vorstoßen und die sowjetischen Truppen von Osten her umfassen soll. Die Artillerie leitet den Angriff der Infanterie am Morgen des 17. Mai durch den Beschuss der russischen Stellungen mit 15 cm Geschützen ein. Dann stürmt die Infanterie und durchbricht die feindlichen Stellungen. Die sowjetischen Truppen haben den Angriff offensichtlich nicht erwartet. Sie ziehen sich teilweise fluchtartig zurück. Beim Infanterieregiment 536 gibt es erhebliche Verluste durch russisches Granatwerferfeuer. Im Laufe des ersten Kampftages werden mehrere hundert Gefangene gemacht. Die Panzerspitzen sind weit nach Norden vorgestoßen. Die Division soll ihr so schnell wie möglich folgen. Aus dem Erfahrungsbericht. Bei schwüler Hitze und unter großen Marschleistungen stieß die Division in den folgenden Kampftagen am 18. und 19. Mai bei geringem Feindwiderstand unaufhaltsam zum Donez vor. Am 19. Mai abends hatte die Division mit den vordersten Teilen den Donez erreicht. Beim Gegner wurden Vermischung der Verbände und Auflösungserscheinungen festgestellt. Der Bolschewist hatte offensichtlich die deutsche Angriffskraft unterschätzt und einen deutschen Angriff, wenn überhaupt, nicht im Abschnitt der Division, sondern weiter ostwärts bei Majaki erwartet. Vom 18. bis 20. Mai wurden zahlreiche Versprengte der verschiedensten Truppenteile und auch von Versorgungstruppen der 9. russischen Armee eingebracht, 15 Geschütze sowie Pferde und Fahrzeuge erbeutet. Durch die Vernehmung von Kriegsgefangenen durch einen Dolmetscher will der Divisionsstab erfahren, welche sowjetischen Einheiten geschwächt oder vernichtet sind und welche der Division noch gegenüberstehen. Aus dem Erfahrungsbericht. Nach Erreichen des Donez richtete sich die Division in dem befohlenen Abschnitt sofort zur Verteidigung ein. In den Waldstücken westlich Semenowka hielten sich Feindreste unter der Führung einzelner energischer Offiziere oder Kommissare noch tagelang. Die Truppe erlebte hier zum ersten Mal, wie außerordentlich schwierig es ist, ein dichtes Waldgelände zu säubern, das ein verbissen kämpfender und sich sehr geschickt tarnender Gegner verteidigt. Im Raum von Protopopowka wurden 30 bis 40 feindliche Panzer erkannt. Entschluss: Da eigene panzerbrechende Waffen fehlten, zunächst absetzen. Nachdem Unterstützung durch eine Panzerkompanie sichergestellt war, wurde der Befehl zum Angriff gegeben. Inzwischen hatte die Panzerkompanie 6 feindliche Panzer, darunter einen englischen Panzer, abgeschossen. Die eigenen Panzer schirmten im Halbkreis gegen den Westrand Protopopowka ab. In Protopopowka entwickelte sich ein kurzer, aber erbitterter Häuserkampf zwischen den angreifenden Österreichern und den Besatzungen festgefahrener feindlicher Panzer sowie schwacher feindlicher Infanterie. Einzelne feindliche Fahrzeuge entwichen nach Osten. Dank der guten Unterstützung durch Artillerie und Panzer, durch klare Befehlsgebung und überlegte Führung sowie durch die Tapferkeit der Truppe wurde dieses Begegnungsgefecht zu einem schnellen, erfolgreichen Ende geführt. Der Kommandeur des 3. Infanterieregiments 536 erhielt für den Tag von Protopopowka das Eiserne Kreuz 1. Klasse. So viel aus dem Bericht über den Kampf der Division in der ersten Phase der Kesselschlacht von Charkow.